Ich bin Johannes Stern von der Sozialistischen Gleichheitspartei und von der Redaktion der World Socialist Website und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Kundgebung, zur Kundgebung der Sozialistischen Gleichheitspartei im Rahmen unseres Europawahlkampfs. Wie schon in der letzten Woche haben wir entschieden, die Kundgebung auf die Kriegseskalation im Nahen und Mittleren Osten auszurichten. Wir verurteilen auf das Schärfste das völkermörderische Vorgehen Israels in Gaza, das von den imperialistischen Mächten voll unterstützt wird und immer verheerendere Züge annimmt. Allein bei dem Angriff auf das Al-Ahli-Krankenhaus am Dienstag, das Millionen weltweit schockiert hat, kamen hunderte Menschen ums Leben. Am Donnerstagabend bombardierte das israelische Militär eine griechisch-orthodoxe Kirche in Gaza-Stadt, in der Dutzende palästinensische Familien Zuflucht gesucht hatten. Berichten zufolge kamen auch bei diesem Angriff bis zu 150 Menschen ums Leben. Die Angriffe auf Krankenhäuser, Kirchen und andere zivile Infrastruktur sind kein Versehen. Es ist die israelische Kriegsstrategie, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren und dabei so viele Palästinenser wie möglich zu töten. Die israelische Regierung hat den Gazastreifen komplett abgeriegelt, Wasser und Strom gekappt, die Bevölkerung im Norden zur Massenflucht in den Süden aufgefordert, nur um sie dann trotzdem zu bombardieren. Bereits vor der drohenden Bodenoffensive sind weite Teile des Gazastreifens komplett zerstört. Es gab bereits über 4000 tote Zivilisten, davon viele Frauen und Kinder. Laut den jüngsten Zahlen der Vereinten Nationen wurden bereits 25% der Wohngebäude in Gaza, das heißt 98.000 Wohnungen, komplett zerstört. Es gab 59 Angriffe auf Einrichtungen des Gesundheitswesens, davon 17 Krankenhäuser und 23 Ambulanzen. Allein dabei wurden 491 Menschen getötet. Und bei den Bombardierungen wurden 170 Bildungseinrichtungen und Schulen getroffen. Und die Wasserinfrastruktur wurde weitgehend zerstört. Das heißt, selbst wenn das Wasser jetzt offiziell wieder fließen sollte, kann es eigentlich nicht mehr fließen, weil die Wasserinfrastruktur komplett zerstört ist. Die herrschende Klasse hier ist direkt in diesen Terror involviert. Unmittelbar vor der Attacke auf das Al-Ahli-Krankenhaus stärkte Bundeskanzler Scholz Netanyahu auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Israel den Rücken. Nach seiner Rückkehr gab er dann im Bundestag eine Regierungserklärung ab, in der er sich erneut vollständig hinter Israels völkermörderisches Vorgehen stellte. Dafür zollten ihm Vertreter aller Fraktionen, von der rechtsextremen AfD bis hin zur Linkspartei, immer wieder Beifall. Wir verurteilen diese Kriegstreiberei aufs Schärfste und wir warnen, hinter dem Rücken der Bevölkerung werden bereits noch größere Verbrechen vorbereitet. Es wird immer klarer, dass es den imperialistischen Mächten nicht nur um Israels Zerstörung des Gazastreifens geht, sondern um die Kontrolle des gesamten Nahen und Mittleren Ostens und letztlich der ganzen Welt. Erste deutsche Kriegsschiffe und Spezialkräfte der Bundeswehr wurden bereits in die Region verlegt. Auch die USA haben bereits 2 Flugzeugträger, Kampfflugzeuge und Soldaten entsendet. Alles deutet darauf hin, dass die Kriegsvorbereitungen gegen den Iran und seine Verbündeten in der Region weit fortgeschritten sind. Ein solcher Krieg würde die ganze Region in ein Schlachtfeld verwandeln und Millionen von Menschen bedrohen, auch in Israel selbst. Gleichzeitig eskalieren die imperialistischen Mächte, die führenden NATO-Mächte, den Krieg gegen Russland. Auch hier spielt Deutschland eine führende Rolle. Am Donnerstag verkündete Scholz auch im Rahmen seiner Regierungserklärung ein sogenanntes Winterpaket für die Ukraine, das zusätzliche Luftabwehrsysteme, Panzer und Munition enthält. All die offizielle Propaganda kann nicht darüber hinwegtäuschen, was hier zurückkommt. Schon die Tatsache, dass der deutsche Imperialismus nach dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg wieder Krieg gegen Russland führt und sich dabei in Kiew auf rechtsextreme Kräfte stützt, zeigt, an welche verbrecherische Tradition die herrschende Klasse in Deutschland wieder anknüpft. Und das Gleiche gilt für die Rhetorik und die Methoden
in Bezug auf die Kriegsoffensive gegen die Palästinenser. Brutale Kollektivbestrafung, systematische Bombardierung und Ermordung von Zivilisten und Degradierung eines ganzen Volks zu menschlichen Tieren. Das ist die Aussage des israelischen Verteidigungsministers Gallant. All das entspricht der Politik der Nazis. Der Gipfel des Zynismus besteht darin, dass diese im Kern faschistische Politik im Namen des Kampfes gegen den Antisemitismus verfolgt wird. Tatsächlich geht es der herrschenden Klasse, die unter den Nazis 6 Millionen Juden ermordet hat und heute mit der AfD wieder eine faschistische Partei aufbaut, nicht um das Schicksal der Juden. Auch im Nahen und Mittleren Osten verfolgt der deutsche Imperialismus geostrategische und wirtschaftliche Interessen und ist bereit, dafür einen alles vernichtenden Krieg zu organisieren. In Deutschland selbst dient der Vorwurf des Antisemitismus der Richtung einer Diktatur. Als Antisemit und Terrorist gilt mittlerweile jeder, der sich gegen Israels Genozid unter den Palästinensern ausspricht. Auch jüdische Kriegsgegner werden verfolgt. Unter diesen Vorzeichen würde selbst Hitler die offizielle Kampagne gegen Antisemitismus unterstützen. Dass die faschistische AfD, deren Führer das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Denkmal der Schande und die Nazizeit als Fliegenschiss der deutschen Geschichte bezeichnet, das Vorgehen Israels und der Bundesregierung begeistert feiert, spricht Bände. Scholz und die Ampelparteien setzen ihrerseits die rassistische und menschenverachtende Flüchtlingspolitik der AfD und der Rechtsextremen in die Tat um. Man muss es klar aussprechen und die Dinge beim Namen nennen. Was hier zurückkommt, ist der Gestank des Faschismus. Aber er geht nicht von den unterdrückten Palästinensern aus und nicht von den Migranten, sondern er kommt von der herrschenden Klasse. In seiner Regierungserklärung kündigte Scholz ein, Zitat, großes Rückführungspaket an, das die Bundesregierung noch in diesem Jahr beschließen will. Der Name dieses Pakets ist Programm. Die Bundesregierung plant die massenhafte Deportation von Flüchtlingen in die Kriegsgebiete, die sie selbst geschaffen hat. Zwischen dieser Kriegsoffensive und dem Terror gegen Flüchtlinge und Migranten besteht ein direkter Zusammenhang. Je aggressiver die herrschende Klasse ihre verbrecherische Kriegspolitik und den damit verbundenen Sozialkahlschlag forciert, desto enger schließt sie die Reihen und setzt im Inneren auf Diktatur und Faschismus, um die wachsende soziale und politische Opposition zu unterdrücken. Dabei ist wichtig zu verstehen, das Verbot von Palästina-Demonstrationen und der Krieg gegen Flüchtlinge richten sich gegen alle Arbeiter. Die herrschende Klasse ist alarmiert über die weltweiten Massenproteste. Erst gestern gingen wieder Hunderttausende, Millionen weltweit auf die Straße und fürchtet die Explosion des Klassenkampfs auch hier in Deutschland. Wenn es hier in Neukölln überall jetzt Polizei gibt, die stationiert ist, dann wirkt das vielleicht bedrohlich. Aber es ist auch Ausdruck der Furcht und der Schwäche der herrschenden Klasse. Wir, die Sozialistische Gleichheitspartei, unterstützen die internationale Streik- und Protestbewegung. Sie muss ausgeweitet werden und auf der Grundlage eines revolutionären sozialistischen Programms entwickelt werden. Dass palästinensische Arbeiter, israelische Arbeiter, Arbeiter hier in Deutschland, in ganz Europa, in den USA, in der gesamten arabischen Welt, international vereint in einem gemeinsamen Kampf gegen Kapitalismus, Unterdrückung und Krieg. Wir sind für den sofortigen Stopp der israelischen Bombardierung des Gazastreifens und fordern die Demobilisierung der israelischen Truppen. Die Belagerung des Gazastreifens muss sofort beendet werden. Lebensmittel, Wasser, Strom, medizinische Versorgung und alle anderen lebensnotwendigen Güter müssen sofort zur Verfügung gestellt werden. Der Internationale Strafgerichtshof muss ein Verfahren gegen Netanyahu, Scholz, Biden und alle führenden Vertreter der USA, Deutschlands und der anderen imperialistischen Mächte einleiten, die den israelischen Völkermord gegen Gaza unterstützen. Es ist höchste Zeit, die Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen, bevor sie noch größere Verbrechen begehen können und die Welt in den Abgrund stürzen. Aber nur durch das Eingreifen der Arbeiterklasse, der arbeitenden Menschen, der Jugend weltweit, können diese Forderungen umgesetzt werden und kann der Völkermord, der sich jetzt vor unser aller Augen abspielt, gestoppt werden.
Von diesem Standpunkt rufe ich euch alle auf, unseren Wahlkampf zu unterstützen, für unsere Wahlteilnahme zu unterschreiben und die 4. Internationale weltweit als neue sozialistische Massenpartei in der Arbeiterklasse aufzubauen. Nur so kann ein Rückfall in die Barbarei gestoppt werden. Und er muss gestoppt werden und er wird gestoppt werden.